And so it begins. My apprentice's finest hour. If only I had been there. I could have prevented it all. Und so beginnt es. Ja, ich bin Matthias Kemke und Leiter und Schreiber, Autor von The Rabbit's Apprentice, dem neuen Adventure-Spiel von Daedalic. Und ja, ich habe auch an den Hintergründen mitgezeichnet. Und jetzt kommen wir langsam in die Zeit, in der The Rabbit's Apprentice in die Zielgerade geht. Ich bin Ulrich Wanitschke. Ich habe am Anfang mitgearbeitet an Rabbit's Apprentice, damals noch als Praktikant, und hatte die große Ehre, die Puzzle mitentwickeln zu dürfen und ein paar Grundsteine zu legen. Und jetzt freue ich mich mal so zu sehen, wie das Spiel in die Zielgerade einläuft und was eigentlich noch übrig geblieben ist von dem, was ich mitentwickelt habe. Worum könnte es gehen? Weißt du es noch, Uli? Hasen und Zauberer. Hasen und Zauberer, ganz genau. Und ein kleiner Junge. Genau, das Kaninchens Zauberlehrling, die Geschichte von Jerry, Jeremias Haselnuss, der 12 Jahre alt ist und sein größter Traum ist es, Zauberer zu werden. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass eines Morgens ein großes, gut gekleidetes Kaninchen auftaucht und ihm genau diese Möglichkeit gibt. Denn er bietet ihn an, ihn in die Lehre zu nehmen, ihn zum Zauberer zu machen. Das Interessante dabei ist aber, dass für Jerry es genauso ungewöhnlich ist wie für dich und mich, dass ein großes, 2 Meter großes Kaninchen auftaucht. Und ihn dann auch noch mitnimmt in eine Welt, in der beide in Mäusegröße durch eine Mäusestadt laufen, um dort Magie zu finden. Ja. Und das klingt alles sehr märchenhaft, ist aber hoffentlich so erzählt, dass es für uns eingefleischte Adventure-Fans, Neulinge des Genres und für Alt und Jung funktionieren kann. Das war so das Ziel dabei. Wir hoffen, dass es geklappt hat. Also das ist ein klassisches Adventure-Spiel, in dem Sinne, dass wir hier handgezeichnete Hintergründe haben, die zusammenkommen mit 2D-Animationen. Die übrigens top sind. Das darf Uli sagen, weil er nicht mehr dabei war, als wir die Animationen gemacht haben. Ich habe kaum Animationen gesehen und jetzt, wow. Ja. Also Dinge bewegen sich im Spiel und Dinge bewegen sich also auf handgezeichneten Hintergründen. Und wir haben dann eine große Anzahl von Charakteren, die sich in einer relativ offenen Spielwelt hin und her bewegen. Und Musik. Sehr viele begabte Sprecher bringen das Spiel zum Leben. Oh, so you're looking for the beginning of your story. If we can find you a beginning, you'll know where to go from there. Zu Beginn des Spiels hat Jerry so ein bisschen die Rolle, uns mit ihm sozusagen in Verbindung zu setzen. Wir sind sozusagen diejenigen, die verstehen können, was Jerrys Problem ist. Jerry ist ein 12-jähriger Junge, der noch 2 Tage von seinen Sommerferien übrig hat und genug Optimismus aufbringen kann, noch ein Abenteuer zu erleben. Bis dann eine magische Botschaft ankommt, die speziell an Jerry adressiert ist. Und als Jerry dann den Anleitungen in der Botschaft folgt, taucht also der Marquis de Retour auf und gibt ihm diese Möglichkeit, seinen großen Traum zu verwirklichen, Magier zu werden. Das heißt, ab diesem Punkt ist sozusagen offen, was mit Jerry passieren wird. Also faszinierend die Reise nach Mauswald auch sein soll, so viel Spaß am Anfang das Spiel auch macht, wenn wir frei durch Mauswald herumlaufen, die vielen Charaktere kennenlernen, haben wir dann letztlich das Problem, dass Jerry sich immer weiter von dem wegbewegt, was er kennt. Die Mauswälder haben keine Ahnung von Magie. Er wird dann auf magische Kreaturen treffen, er wird weitere Portale durchschreiten. Und selbst wenn er das Gefühl hat, dass mit jedem Schritt, den er macht, er dem Ende seiner Ausbildung und dem Erfüllen seines Traumes näher kommt, desto mehr bewegt er sich aber auch weg von der Möglichkeit, tatsächlich rechtzeitig nach Hause zurückzukehren. Dann parallel passieren negative Dinge, parallel tauchen
Fremder auf in Mauswald. Und so wird es dann nach dem Beginn des Spiels ernster. Wichtig ist, dass er sich im Hauptteil des Spiels durch eine relativ offene Spielwelt bewegen kann. Das heißt, er hat sehr viele Orte, die er gleichzeitig begehen kann. Er kann sogar zwischen Tag und Nacht hin und her wechseln, unter Anleitung der Magier. Und das heißt, Jerry kommt in Kontakt mit ganz vielen einfachen Mauswaldbewohnern, die keine Ahnung von Magie haben, muss aber auch magische Kreaturen verfolgen durch Felder und Baumportale bis in ihre eigenen Welten, wo Jerry dann Zaubersprüche lernen muss, die er dann auch einsetzen kann, um seine Ausbildung zu beenden und später um ein großes, geheimnisvolles Problem zu lösen, das sehr persönlich ist für ihn. Summer vacation? Jerry, school starts the day after tomorrow. You don't have to worry about your things until then. I still have 2 days before school starts. I've still 2 whole days of adventure left. Klar, man spielt selbst Jerry, aber Jerry kommt in, wie gesagt, sehr traurige Situationen später auch. Situationen, die sehr viel Mut erfordern. Und wir hoffen, dass es dann so funktioniert, dass der Spieler tatsächlich ein wenig mit ihm mitleidet, aber auch ebenso die Erfolgsmomente genießt, sodass am Ende dann wirklich sagt, dass man das Gefühl hat, diese Entwicklung mitgemacht zu haben. Well then. Whoa! Ja, Portalbäume sind sozusagen Bäume, die so alt sind, dass ihre Wurzeln schon Verbindungen herstellen zwischen verschiedenen Orten, Zeiten und Möglichkeiten. Und wer es versteht, diese Portale für sich zu benutzen, hat die Macht, fast überall zu gelangen. Das sind die sogenannten Baumläufer, die das können, eine spezielle Art von Magiern. Und Jerrys Lehrer, der Marquis de Hoto, das große Kaninchen, ist eben auch ein Baumläufer und wird Jerry zu einem ausbilden, wenn er es schafft. Das finde ich super. Man hat diese Sprüche, die dieser Magier dann lernen muss als Schüler. Aber sehr schön, dass diese Welt Mauswald zum Beispiel hergibt, dass eigentlich jeder zum Baumläufer werden kann. Also dass man nicht von Geburt an dazu bestimmt ist und andere haben nie die Gelegenheit, überhaupt mal Magie zu lernen, sondern jeder, der dieses Gespür für die Natur entwickelt, könnte ein Baumläufer-Schüler werden und Magie lernen.